herzlich willkommen zurück. Und wir kümmern uns jetzt um den zweiten Konvoi. Und tonnagetechnisch sind wir sogar besser aufgestellt als also in der Gesamttonnage. Aber wie gesagt, diese zwei Schlachtschiffe hier, die könnten uns Probleme machen, aber mal schauen, ob wir den Italienern da nicht doch noch die zwei Schlachtschiffe abluchsen können. Ne? Wenn wir Glück haben, sind wir technisch gesehen jedenfalls besser aufgestellt. Ja, die werden wir erstmal ausmachen. Alle vier. Dann werden wir die mal in die Reihe nehmen. Auch wurde Richtung Osten gesichtet. Ja. Holen wir das Ganze hier mal vor. Dann schauen wir mal. Südost, sagt er. Schauen wir mal, ja. Es ist ein großer Konvoi. Jetzt sollten wir noch, bald zu Gesicht bekommen. Wenn wir die hier zusammenziehen doch. Wir sind zu schnell unterwegs, ja. So. Jetzt gehen wir auch mal die Torpedos frei. Dem Ganzen ziemlich nah jetzt. Schlachtschiffe und CAs versuchen uns abzufangen. Jetzt gucken wir uns mal hier das Schlachtschiff an. Moderner schon, ja. Das ist schon wesentlich moderner. Ah, okay. Das heißt, wir können da auch, wenn wir Pech haben, ziemlich böse hier kassieren. Wir sind auf Zack. Diesmal die Italiener. Ich denke, wir werden dann noch mal eindrehen müssen. Schlachtschiffe gehen jetzt auf ja, wir werden umdrehen. Wir werden uns noch das CA holen. Oder auch nicht. Das CA ist schon gesunken. Das ist gut. Die Schlachtschiffe jetzt müssen jetzt auch mitdrehen.
Schön, wenn uns das Torpedoboot dann mit angreifen würden, aber... Okay, die haben sich verkrümelt. Dann werden wir jetzt die Fahrt wieder erhöhen. Das lief ja erstmal ganz gut. So ein bisschen Verwirrung hier drin stiften. Schlachtschiffe wieder auf Abfang. Torpedoboote. Ja, versuchen mal die hier irgendwie zu kriegen. Das wäre mir ehrlich gesagt lieber. Oh, da hat es eng geschlagen vom Schlachtschiff aus. Das ist natürlich schlecht. Jetzt wollen wir eins der Torpedoboote hier rausgenommen kriegen. Und dann werden wir uns mal hier jetzt gucken, ob wir beim Schlachtschiff mal ein bisschen Schaden machen können. Und die treffen nämlich auch ziemlich gut. Machen recht wenig Schaden. Sind ziemlich gut gepanzert hier, die Kameraden. Aber ja gut, das war ja klar. Schlachtschiffe schießen sich auch langsam ein. Müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Er kriegt zwar Schaden, aber so richtig kommen wir da nicht durch. Der Gruppe HE geben. Vielleicht kommen wir damit schadenstechnisch etwas besser. Ja, wir sind zu nah an den Transportern.
manche Transporter wollen auch nicht aufgehen, ne? Jetzt. Wir kriegen immer wieder schwere Treffer. Das ist von den Schlachtschiffen. Auch wenig HE. Ist ganz schön näher geschossen hier an den Kameraden. Wir decken die Schlachtschiffe ein jetzt. Ja, ich muss näher ran, das hilft nichts. Ja, und immer wieder Probleme mit den Schlachtschiffen und die teilen gut aus. So, jetzt haben wir sie. Das wäre die Transportgruppe gewesen und jetzt wird's lustig. Jetzt müssen wir versuchen, die Schlachtschiffe zu kriegen. Und das können wir nur im Nahkampf und ich hoffe jetzt die CAs halten das aus. Unsere Torpedos versagen immer wieder. Ich glaube, ich habe jetzt schon 3 oder 4 Torpedoversager gesehen.
So, das erste hätten wir. Wir nehmen aber auch teilweise, naja, obwohl es geht, aber wir nehmen ganz schön Schaden. Aber das Schlachtschiff jetzt für sich alleine. Ich hoffe nur, die Munition reicht. Ja, die Atlantis muss ganz schön einstecken. Wie sieht es bei dir aus? Ja, Überschwemmungen haben wir schon. Hinten der Turm sieht schon schlecht aus. Nimmt jetzt auch massiven Schaden. Ja, schon ganz schön gewütet jetzt. Muss die Gruppe mal eindrehen. Aber munitionstechnisch sehen wir schon echt schlecht aus, ne? Das könnte hier auch problematisch werden, wenn wir jetzt hier nicht noch ein paar Treffer austeilen, die richtig wehtun. Ja. Damit haben wir ihn. Einsatzgruppe, also die zweite Einsatzgruppe hier auch erfolgreich. Also hier konnten wir so richtig böse wirken. Ja, man sieht, unsere Genauigkeit ist halt das, was zum Schluss schon sehr ausschlaggebend war. Und wenn wir uns jetzt mal die Flotte angucken, wie lange unsere CAs in Reparatur müssen. So, schauen wir hier mal rein. Mal über den Status schauen. Wir haben hier noch ein paar, die sind in der Betriebnahme. 1 Monat, 2 Monate, 5 Monate, 4 Monate. Ich glaube, das war die andere Einsatzgruppe. Munitionstechnisch waren sie ziemlich leer geschossen. Aber ja, okay. Das ist soweit in Ordnung. Ansonsten steht erstmal nichts an. Friedensvertrag wurde noch angeboten. Wir haben jetzt hier oben unsere Gruppen versammelt. Dann gehen wir mal in die nächste Runde.
Das heißt aber auch, einige der CAs werden bald fertig sein. So, der Krieg geht weiter, okay. So, mal schauen, wie es hier aussieht. 4 Transporter und wir müssen hier unten gegen... Wir haben 2 Schlachtschiffe der Arminius-Klasse anscheinend, ja. Gegen 3 von denen. Na, dann werden wir doch da auch gleich reingehen. Und ich denke, das sollte sowieso etwas besser laufen dann. Das ist sogar, glaube ich, die modernere, ja, die modernere Version. Hier haben wir jetzt schon die Sekundärtürme mit drauf. Aber keine Torpedowerfer dabei, okay. Und dann werden wir mal zum Abfangkurs gehen. Wir haben dementsprechend schon begrüßt. Dann gucken wir uns mal an. Schlachtschiffe hier auch schon wesentlich moderner. Viele Kanonen. Viele Kanonen hier. Viel Munition. Okay, na da bin ich mal gespannt. Interessante Konstrukte auf jeden Fall. Wir fahren auf jeden Fall näher ran. Na, nicht frech werden. Werden wir doch mal das Feuer begrüßen. Dementsprechend. Ja, treffen wir aber gut. Das heißt, wir werden unseren Weg mal ein bisschen verkürzen. Und so ein bisschen mehr anwinkeln. Viel Schaden gekriegt. Regensburg übernimmt, okay. Ganz schön Schaden hier.
Schlachtschiffe wesentlich moderner. Ich glaube, das Ziel hat ja, die besten Zeiten hinter sich. So, das haben wir jetzt rausgenommen. Dann können wir uns hier hoffentlich auf die Schlachtschiffe konzentrieren. Das will nicht sinken, ja. Auch mal einen großen Treffer. Das italienische Schlachtschiff. Nürnberg musste ziemlich einstecken, hat aber Wassereinbruch alles gestoppt. Das ist gut. Und die Italiener versuchen immer mal wieder auf Reichweite zu gehen, um das auszuspielen. Aber ich muss doch nochmal aufs Ziel gehen. Das hilft nichts. Das Ziel muss weg. Wir kriegen relativ schwere Schäden auch. Nur mal wieder mit Wassereinbruch. So, jetzt haben wir das CL weg. Dementsprechend können wir unser Fall jetzt Nürnberg weiterhin mit Wassereinbrüchen. Auch wir machen Schaden. Treffer jetzt hier. Und dann sollte das Schlachtschiff alleine sein und dann werden jetzt so ein bisschen gejagt sogar hier. Er will jetzt in den Nahkampf anscheinend. Na gut, dann machen wir das. Mittlerweile stehen wir besser da. Es ist halt die Frage, ob wir schadenstechnisch auch besser dastehen. Nürnberg muss massiv einstecken. Nehmen uns jetzt nochmal ein. Aber auch hier haben wir angefangen schon böse auszuteilen. Einer der Türme scheint schon kaputt zu sein. Aber auch der Nürnberg geht es jetzt recht schlecht mittlerweile. Ich hoffe, wir verlieren sie nicht. Das ist ziemlich schnell massive Treffer gekriegt. So machen wir noch einen Takt. So, haben wir sie, aber gut, wir haben die Nürnberg retten können. Dennoch die massiven Schaden gekriegt, also das wird eine Weile dauern, bis sie wieder in Stand gesetzt ist. Und ich muss mir, glaube ich, über die Kalibergröße Gedanken machen.
Das sieht nämlich sehr danach aus, als würden wir größere Kaliber brauchen, denn wir haben zwar Schaden gemacht, aber nicht so großen. So, sollen wir mal gucken. Okay. Genau. Hier haben wir unsere Marino-Invasion. Ich dachte eigentlich, es wäre ein Balbao, aber wie sich jetzt zeigt, müssen wir hier hin. Dann werden wir doch mal unsere hierhin verlegen. Tja, und dann schauen wir mal. Wir haben jetzt die Regensburg in Reparatur. Da ist die Nürnberg 5 Monate, ja. Ganz schön Schaden gekriegt. Geht schon. Das ist die Bayern gewesen. Und hier ist halt die Frage, ob wir doch ein neues Design aufsetzen. Mit der Dreadnought 3 Klasse. Und die dann natürlich schon wesentlich wesentlich massiver ist. Ich würde die auf einen schlanken Fuß setzen. Die Deutschen doch sehr gerne auf Geschwindigkeit gelegt haben. Und mal gucken, ob wir sie auf einen schlanken Fuß setzen können. Das ist immer mit den Haupttürmen so ein Problem gewesen. Genau, das dachte ich mir. Da könnte es Probleme geben. Äh, 356er ist das Maximum. Kriegen wir die hier drauf? Kriegen wir. Sollen wir mal Glück haben? Kriegen wir hier 3 untereinander. Aber tonnagetechnisch sehe ich jetzt schon, das wird ein Problem werden. Wir können schon auf Halböl gehen. Induziert. Vielleicht reicht induziert. 26,55. 27. Vielleicht gehen wir doch auf induziert. Hier wird doch noch mal ein bisschen leichter. Aber wir müssen ja dementsprechend hier heftig panzern. Elektrische Türme. TNT. Ich bin eigentlich eher der TNT-Typ, ne? Na, ich glaube, ich bleibe bei TNT. Ja, und jetzt geht's los hier mit dem Übergewicht, aber das machen wir gleich noch. Ne, halt. Vergrößerter E-Standardverhältnis. Ja, was haben wir denn hier für eine Reichweite überhaupt? Was sagt er denn? Ah, hier sagt erstmal gar nichts. Das ist ja auch nicht schlecht. So. 24,8. Wenn wir jetzt rein theoretisch minus 20 nehmen. Oh nee, das ist zu kurz. Da bleiben wir lieber da. So, natürlich das Problem, Kasematte würde ich aber gern die 152er nehmen. Die sind etwas besser als die 203er. Hier sind sie jedenfalls lieber. Haben wir sonst noch Kasemattengeschütze? Da oben. Vielleicht noch 51er irgendwo? Nein. Mal gucken, ob wir hier Haltepunkte haben. Nee.
wir nicht. So, wir sind erheblich zu weit oben. Okay, und da hilft auch die Geschwindigkeitsangleichung nicht. Das ist schwierig. Vor allem, weil wir noch gar keine sekundären haben. Wo es sowieso schwer wird, die zu installieren. Was ich hier so sehe, da auf den Aufbauten können wir nicht. Und dann hier unten lässt er uns auch nicht. Aha. Das ist sehr schwierig. 34 sogar noch schlimmer. Was ist, wenn wir hier... Das wird nicht besser. Das wird also nicht besser. Wo waren wir denn bei der Bayern stehen geblieben? Die war ja sonst eigentlich ganz gut aufgebaut. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das Kaliber da aussah. Aber wir sind auch hart an der Grenze gewesen, ne? Mit 330ern fahren wir da durch die Gegend. Ich denke, das wird noch warten. Wir werden noch auf die eine oder andere Technik warten müssen. Ich meine, die haben sich ganz gut geschlagen. Ich denke, wir werden mal gucken. Die CA schlagen sich ganz gut. Das ist schon mal ein Vorteil. Und die Arminios waren ja jetzt die sich eigentlich, die im Kampf waren. Und diese mit 305ern. Ach, okay, ja, deswegen. Die waren nur mit 305ern unterwegs. Und wir gehen ja jetzt schon auf die neuen Schlachtschiffklassen. Die müssten jetzt auch langsam und sicher. Ich muss mal gucken, ob die noch in der Bauphase sind. Die sind nämlich noch in der Bauphase, genau. Noch 7 Monate. Dann sollte die Bayern-Klasse langsam hier dazukommen. Wir haben schon zwar welche, aber man sieht, die sind jetzt hier noch woanders unterwegs. Okay. Und die sind schon... Ach, die sind bei der Belagerung. Okay. Das ist dann schon die neue Klasse. Dann Konvoi haben wir auch noch. Ich denke, den werden wir jetzt auch noch machen. Hier geht jetzt die Belagerung von Nordspanien los. 2 CAs, 1 BB, 1 CL. Jetzt ist natürlich die Frage, das sieht schon ziemlich modern hier aus. Von der Tonnage her. Passen wir die ab? Versuchen wir es. Ich denke, wir gehen jetzt noch in den nächsten Kampf. Mal schauen, wie modern dann ein moderner Schlachtschiff hier der Italiener ist. Nachtfahrt. Okay, wir sehen aber die Schiffe schon. Eins davon. Das sah nach Schlachtschiff aus. Na gut, da fahren wir denen mal entgegen. Hier.
Was ran? Du bist ein Kreuzer. Ein leichter Kreuzer. Das Schlachtschiff selbst. Okay. Das ist ein Transporter. Das sieht auch nach Transporter aus. Gut. Das Schlachtschiff selbst noch nicht so modern, Gott sei Dank. Die Kanonentürme wahrscheinlich Mark II. Panzert, so wie es ausschaut. Ja. Schauen wir mal. Und dennoch, wenn die uns treffen, tut's weh. Und wenn wir die treffen, tut's nicht so weh. Aber da stand Überpenetration. Das fand ich jetzt auch interessant irgendwie. Sehr gut getroffen jetzt. Torpedo. Oh, Torpedo kommt. Den habe ich zu spät. Naja. Oh, Schwein gehabt. Da haben wir jetzt Glück gehabt. Dann drehen wir mal die CAs mit ein. Ja, Kanonen etwas veraltet bei den Italienern, das ist schon mal gut. Heißt nicht, dass sie uns aufhören zu treffen, aber die Grundgenauigkeit ist da echt schlecht und das ist schon mal ein Vorteil. CM Nebel. So, das Ziel haben wir ausgeschaltet, das ist schon mal gut. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf Schlachtschiffjagd. Aber das wird schwierig, ne? Ja. Was, wenn die hier treffen, tut's halt weh. Vor allem aus dem Winkel jetzt. Das ist schon ziemlich schwierig, dem Schlachtschiff wirklich weh zu tun. Torpedo ist unterwegs, aber der wird nicht treffen, denke ich. Die Beowulf dreht jetzt ab. Motorschaden, okay. Die Westfalen, und wir werden jetzt aber auch sowieso hier mal die Richtung gleich mit ändern. Wir sind hier in einem echt blöden Winkel. Ja. Ah, wir kriegen jetzt hier richtig böse einen mit. Und wir konzentrieren uns mal lieber aufs Torpedoboot. Jetzt dreht mir die Westfalen wieder ab. Beowulf übernimmt wieder, okay. Und jetzt müssen wir aufpassen. Ah, da kam er. Hat Gott sei Dank war ein dummer Torpedo, haben wir wieder Glück gehabt. Ja, es ist, wenn die Torpedoboote zu nah rankommen, ne? So, hätten wir das Torpedoboot auch rausgenommen, meine ich. Und jetzt müssen wir uns dann doch nochmal aufs Schlachtschiff konzentrieren. Bei 4 Transportern würde ich doch lieber gerne Schlachtschiff rausnehmen, anstatt die Transporter. Aber das wird schwierig jetzt. Die fahren sich jetzt da gegenseitig über den Haufen, das heißt, wir können sowieso beides beschießen. Glück haben, können wir jetzt hier eigentlich Schaden. Ne, das ist der Transporter, der gerade hier so Schaden nimmt. Dem Schlachtschiff, dem geht es noch ziemlich gut.
Das wird schwierig. Es ist ziemlich gut gepanzert. Das wird schwierig. Wo wir aber auch relativ heftige Treffer gekriegt haben, stehen wir noch ganz gut da. Aber es hilft nichts, dann müssen wir immer wieder neue Anläufe machen. Oh, wir haben keine Munition mehr, sehe ich jetzt erst. Das heißt, wir werden dementsprechend unsere Probleme haben hier. Die A's sind immer relativ schnell verschossen. In dem Fall müssen wir dann doch versuchen, die Cargos rauszunehmen und dann hier abzuhauen. Das hilft nichts. Denn das Schlachtschiff kriegen wir nicht mehr versenkt. Das hat sich erledigt. Können wir mal mit der Sekundären arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Westfalen aussieht. Die hat noch Munition. Da werde ich bei den CAs leider nachsteuern müssen. Die scheinen irgendwie nicht genügend Munition mit sich zu führen. Ich hoffe, der Torpedo sitzt wenigstens. Ja, der Torpedo sitzt. Das ist schon mal viel wert. Westfalen hat erheblich Schlagseite. Mal gucken, ob wir die jetzt eindrehen können. Oh, wir haben das Schlachtschiff sogar gekriegt. Dann können wir jetzt dementsprechend noch auf die Transporter gehen. Ohne dass uns jetzt hier das Schlachtschiff stört. Man sieht schon, die 51er sind teilweise schon komplett leer geschossen. Auch hier Probleme. Ja, also wir haben Munitionsknappheit bei den CAs. Das habe ich jetzt immer wieder gesehen, dass wir fast leer geschossen waren oder leer geschossen waren. Und dementsprechend muss ich da nachsteuern und muss die Munition erhöhen, dass der mit erhöhter Munition fährt.
das ist der letzte Transporter. Nehmen wir uns den jetzt hier auch noch. Na komm. Und damit haben wir den Konvoi auch bekommen. Ja, wir selber haben auch gut was weggesteckt. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir gucken uns noch mal schnell die CA an und bessern die dann dementsprechend nach. Und jetzt muss ich mal schauen. Wir sind bei der Munition auf Standard. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal rein. Und wir schauen mal, ob wir hier in irgendeiner Form sogar schon nachsteuern können. Ne, das haben wir noch. Das haben wir noch. Elektrik bleibt auch. Hier waren wir auch bei denen. Aber hier müssen wir auf Erhöhte gehen. Und dann haben wir das Gewichtsproblem. Das ist aber nicht so schlimm. Das kriegen wir hin. Und wir machen halt auch relativ wenig Schaden, weil wir halt keine schwere Munition dabei haben. Okay. Ansonsten waren wir eigentlich relativ gut aufgestellt. Und hier gehen wir jetzt auf Halböl und dann passt das nämlich auch. Dann sind wir sogar ein bisschen leichter. Und vielleicht können wir dann... Ah, okay, unsere Muttereffizienz ist dann das Problem. Ansonsten haben wir jetzt aber... Minus 20, wo stehen wir denn da? Bei 10. Das ist nicht mehr so gut, sage ich mal so. Da sollten wir vielleicht doch ein bisschen höher gehen. Bei 14 Kilometer. Hier können wir jetzt Achterlängen machen. Und hier kommen wir auch nicht länger. Okay. Und viel mehr. Ah, der vordere Gürtel. Aha, aha. Ja, gut gepanzert sind wir nicht, ne? Aber ist das schon okay. So, dann tun wir das gleich mal abspeichern. Und dann würde ich sagen, ich mache einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns zum nächsten Teil wieder, wenn wir uns um die Belagerung Spaniens kümmern. Bis zum nächsten Mal.